Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Aus diesem Video könnt ihr erfahren, wie das Land jetzt lebt und was bei uns passiert. Also bleibt bitte dran. Los geht's. Russische Vermögenswerte in Europa. In Europa gibt es Streit um eingefrorene russische Vermögenswerte. Belgien hat sich klar gegen die deutsche Initiative gestellt, der Ukraine ein zinsloses Darlehen von 140 Milliarden Euro unter Verpfändung dieser Reserven zu gewähren. Premierminister Bart de Wever erklärte auf der UN-Generalversammlung: Das wird niemals geschehen. Wir übernehmen weder das Geld noch die Risiken. Er warnte, dass die Enteignung von Zentralbankvermögen ein gefährliches Signal senden und das Vertrauen in den Euro schwächen würde. Experten betonen, dass die Nutzung eingefrorener Reserven Kapitalabzüge aus Europa beschleunigen könnte. Länder wie China, Indien und Brasilien könnten ihre Reserven abziehen, was den Status des Euro und die Finanzierungskosten belasten würde. In Europa sind rund 210 Milliarden Euro russischer Vermögenswerte blockiert, davon bis zu 194 Milliarden beim belgischen Depot Euroclear. Allein im ersten Halbjahr 2025 brachte es 2,7 Milliarden Euro Zinsen ein. Die Ökonomen Wladimir Tschernow und Julia Davidova warnen: Ohne Zustimmung Russlands würden solche Maßnahmen das Vertrauen in das internationale Finanzsystem untergraben und könnten zu Spaltungen in der EU führen. Die belgische Position ist entscheidend, da sich der Großteil der Vermögenswerte dort befindet. Ohne Belgien wird es für Deutschland sehr schwer, seine Initiative durchzusetzen. Mehrwertsteuererhöhung. Die Bank von Russland hat sich zu einer möglichen Erhöhung der Mehrwertsteuer geäußert. Nach Einschätzung der Zentralbank wird dieser Schritt die stabile Inflationsdynamik insgesamt nicht beeinflussen. Das Finanzministerium hat im Rahmen der Haushaltsplanung für 2026 bis 2028 Änderungen am Steuerrecht vorgeschlagen. Darunter fällt auch die Anhebung des regulären Mehrwertsteuersatzes von 20 auf 22% ab dem 1. Januar 2026. Die zusätzlichen Einnahmen sollen zur Finanzierung von Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben dienen. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 10% bleibt weiterhin für alle sozial wichtigen Güter bestehen. Dazu zählen Lebensmittel, Medikamente und Waren für Kinder. Die Zentralbank erklärte außerdem, dass kurzfristige Auswirkungen auf die Inflationserwartungen berücksichtigt werden und in die nächste Prognose am 24. Oktober einfließen. Bereits am 12. September hatte die Bank den Leitzins um einen Prozentpunkt auf 17% gesenkt. Drohnenschule für Kinder. In Krasnodar wurde die erste russische Drohnenschule für Kinder mit dem Namen Dobro i Nebo eröffnet. Das teilte der Bürgermeister der Stadt Jewgeni Naumov mit. Schülerinnen und Schüler können dort kostenlos lernen, Drohnen zusammenzubauen und zu steuern, sowie den Umgang mit 3D-Druckern üben. Der Unterricht findet sowohl an echten Fluggeräten als auch an speziellen Simulatoren statt. Die ersten Teilnehmer werden Kinder aus den Schulen des westlichen Stadtbezirks sein. Vor Beginn des Trainings absolvieren sie Tests zu Feinmotorik und zur Eignung für technische Fächer. Als Mentoren treten erfahrene Ausbilder sowie Teilnehmer der militärischen Spezialoperation auf. Zuvor war bekannt geworden, dass alle russischen Schulen Anweisungen erhalten haben, wie sie sich im Falle eines Drohnenangriffs verhalten sollen. Dies erklärte Alexander Bugajew, erster Stellvertreter des Bildungsministers. Putins Einladung an Trump. Die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin an Donald Trump
nach Moskau zu kommen, bleibt weiterhin gültig. Das erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Das Angebot war im August nach dem Treffen der beiden Staatschefs in Alaska ausgesprochen worden. Putin lud Trump damals nach Moskau ein und der US-Präsident schloss einen solchen Besuch nicht aus. Es ist eine aktuelle Einladung. Präsident Putin ist bereit und würde sich freuen, Präsident Trump zu treffen. Alles hängt nun von Trumps Entscheidung ab, betonte Peskov. Am 15. August hatten sich Putin und Trump in Anchorage getroffen. Die Gespräche dauerten 2 Stunden und 45 Minuten. Zentrales Thema war die Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nahm an dem Gipfel nicht teil. Ende August äußerte Trump die Zuversicht, dass in Zukunft ein Dreiergipfel zwischen Moskau, Washington und Kiew zustande kommen könnte. Im September erklärte Putin auf einer Pressekonferenz in China zudem seine Bereitschaft, sich auch mit Zelensky zu treffen und lud ihn nach Moskau ein. Gleichzeitig betonte er, dass die ukrainische Verfassung keine Möglichkeit zur Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten vorsieht. Strafen für Fahnenflucht. In Russland ist ein Gesetzentwurf zur Verschärfung der Strafen für Fahnenflucht in die Staatsduma eingebracht worden. Laut der Begründung sollen Soldaten, die bisher von einer strafrechtlichen Verfolgung ausgenommen waren, künftig zu Freiheitsstrafen zwischen 10 und 20 Jahren verurteilt werden können. Die Initiatoren betonen, dass diese Maßnahmen notwendig seien, um zusätzliche Garantien für die militärische Sicherheit Russlands und die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu schaffen. Insbesondere während einer Mobilisierung im Kriegszustand in Zeiten eines militärischen Konflikts oder aktiver Kampfhandlungen. Bereits Ende 2024 hatte die Duma ein Gesetz verabschiedet, das Freiwillige für militärische Vergehen strafrechtlich haftbar macht. Dazu zählen Befehlsverweigerung, Widerstand gegen Vorgesetzte, Gewalt gegen Offiziere, eigenmächtiges Verlassen der Truppe sowie Fahnenflucht. Methanolvergiftung. Experten warnen vor den Gefahren durch gefälschten Alkohol. Laut dem Suchtmediziner Ruslan Isaev ist das Wichtigste bei einer Methanolvergiftung, schnell den Rettungsdienst zu rufen. Methanol ist ein starkes Gift. Seine Aufnahme kann zu Blindheit, schweren Organschäden und sogar zum Tod führen, betont Isaev. Er fügte hinzu, dass der einzige mögliche Erste-Hilfe-Schritt zu Hause der Konsum von echtem Alkohol mit Ethanolgehalt sein kann. Laut dem Arzt können bereits 100 Gramm Wodka als zugängliches Antidot dienen. Versuche, Erbrechen herbeizuführen oder Bindemittel einzunehmen, seien nutzlos, da Methanol sehr schnell aufgenommen wird. Das Wichtigste ist, sofort medizinische Hilfe zu rufen und den Zustand der betroffenen Person genau zu beobachten. Also liebe Freunde, danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich hat es euch gut gefallen und ihr habt etwas Neues über Russland und aus Russland erfahren. Habt ihr weitere Fragen zum Thema Leben in Russland? Dann könnt ihr eure Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie sehr gerne. Also ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.